Die Corona-Gang hat Besuch und die Coroneros freuen sich darüber. Leon Sachon, einer unserer fleißigen Unterstützer aus Deutschland, ist nach Phuket gekommen. So sah er vor 45 Jahren aus, als er das erste Mal Phuket besuchte, und so sieht der Leon heute aus, viel solider als damals, oder? Während an Phuket knapp der Ausläufer eines tropischen Wirbelsturms vorbeischrammt, werden am Freitag Reis und Eier angeliefert. Wie immer Routine, aber diesmal hoffen alle, dass der Sturm unsere Insel der Seligen übersieht und sich woanders hin bemüht. Was der zu unserer großen Freude dann auch tut, außer ein wenig Sturzregen bekommen wir nichts ab. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Also schön abladen und stapeln, damit für den Samstag alles parat steht. Wir haben von letzter Woche noch die Rationen übrig, die wir wegen des Corona-Ausbruchs in Karon nicht dorthin liefern konnten. Die verlädt Ying dann spät abends noch mit Tangmas Unterstützung auf den Pick-up, damit der am nächsten Morgen für die Coroneros bereitsteht. Am Samstag geht es dann wieder sehr zeitig los, allerdings zuerst mit der Registrierung. Die sollte wie angekündigt um 7 Uhr morgens beginnen, aber um 6 Uhr kommt ein Alarmruf von Gong, dass schon zu viele Bedürftige auf ihre Nummer warten und wir mit den Vorschriften in Konflikt kämen. Also, schnell los, ehe es Ärger gibt. Wir wollen ja weder bei der Corona-Verbreitung helfen, noch uns Ärger mit den Behörden einhandeln. Da die ersten Bedürftigen immer gegen Mitternacht anrücken, um sicherzustellen, dass sie eine Nummer ergattern, müssen auch Polizei und Ordner schon um diese Zeit vor Ort sein, um für Sicherheit und Abstand zu sorgen. Man erkennt sie jetzt leicht an ihren Regenumhängen. Die mussten sie während der Nacht tragen, weil ja noch Sturzregen vom Sturm her drohte. Dass Menschen sich um Mitternacht auf einer Nebenstraße niederlassen, damit sie am Morgen eine Nummer erhalten, die ihnen dann vielleicht eine Essensration verspricht, ist traurig. Es zeigt, dass die Not dieser Menschen groß ist. Leider zeigt sich in dem Video auch das geringe Verständnis der Probleme von vielen. Vorne nahe der Registrierung sind die Abstände groß. Je weiter nach hinten man sich in der Reihe fortbewegt, desto geringer werden diese. Nicht aus bösem Willen, sondern weil einfach das Verständnis für die Eigenheiten des gottverdammten Virus fehlen. Am Anfang geht einer der Ordner durch die Reihen, um die Impfnachweise zu kontrollieren. Wir sind angehalten, Ungeimpfte streng in einem gesicherten Bereich abzusondern. Das hat sich inzwischen herumgesprochen und da gibt es auch keine Probleme. Unsere Bürokraten sind topfit und schwingen ihre Kugelschreiber mit großer Routine. Und die Ordner sorgen dafür, dass auch jetzt die Abstände eingehalten werden. Dieser Teil unserer Aufgabe wird routinemäßig abgearbeitet und ist relativ schnell erledigt.
Anschließend gehen die Coroneros, die zur Reis- und Eiercrew gehören, an das Abfüllen der Rationen, damit es am Nachmittag etwas zu verteilen gibt. Auch das ist Routine und wird im Verbund problemlos erledigt. Da die Coroneros unter sich sind, können sie nebenbei auch Neuigkeiten austauschen und Witze machen. Nur die Zwerge Tangma und Palit, die ihnen sonst so schön die Zeit vertreiben, vermissen sie sehr. Reisbeutel und Eiertüten füllen sich und werden auf dem Pick-up und im Hinterhof für die Ausgabe gestapelt. Und die Eierkartons und Reissäcke leeren sich zusehends. Dann ist es soweit, die Ausgabe kann beginnen. Der Bär ruft über das Megafon die ersten der Wartenden auf und die Warteschlange setzt sich in Bewegung. Am Eingang zur Seitenstraße, wie gewohnt, die Orwellsche Gesinnungsprüfung mit dem Gehirnwellendetektor. Verzeihung, wir sind ja nicht in China. Also, Temperaturmessung, Hände sterilisieren und weiter bitte zur Ausgabe. Und schon brummt die Corona-Maschine emsig vor sich hin. Auf der rechten Seite einmarschieren, Abholnummer abgeben, damit die abgehakt wird, Reis und Eier in Empfang nehmen und auf der linken Bahn die Szene verlassen. Mit gesicherter Grundverpflegung für eine Woche. Da hat sich das lange Warten und Anstehen ja letztendlich doch gelohnt. Der Bär sortiert zwischendurch Gehbehinderte aus, nimmt deren Nummern in die Hand und holt ihnen ihre Verpflegung selbst, damit sie sich den Weg sparen und auch damit sie den konstanten Fluss nicht aufhalten. Es sollen nie mehr als ein Dutzend in der Seitenstraße sein. Aber wenn es dann weitergeht, bitte ohne langen Aufenthalt. Die Bürokraten denken sich öfter mal kleine Prüftricks aus, um Mogeleien zu verhindern. Diese müssen sich regelmäßig ändern, damit sie nicht gehackt werden. Es ist der übliche Wettlauf zwischen Igel und Hase. Diesmal haben sie die dritte Zahl der ID-Karte mit der Abholnummer verbunden.
Es läuft reibungslos und ohne Probleme. Dann gehen langsam die letzten Portionen weg und es wird aufgeräumt. Rambo Palit bricht mal wieder aus, kommt aber zu spät für seinen großen Auftritt. Und das Fahrzeug für die Nichtmobilen wird für nächsten Tag beladen und dann, wie schön, es ist Feierabend. Am nächsten Morgen fahren dann Prop, Leon und der Dino los, um im Luxusvillenviertel nach den Nichtmobilen zu sehen. Leon assistiert Prop und der Dino schiebt als Kameramann eine ruhige Kugel. Bei seinem ersten Besuch auf Phuket in den 70ern hätte Leon sich nicht träumen lassen, dass er ein halbes Jahrhundert später hier hungernde Thailänder mit Nahrung versorgt. Aber Leon tut es trotzdem und die Bürger von Rawai und die Corona-Gang sagen Danke. Als die Allerärmsten dann versorgt sind, geht es nach Hause zurück. Einige Selbstabholer kommen sich ihre Rationen bei uns zu Hause abholen und eine Repräsentantin aus dem Infektionszentrum der Seezigeuner in Rawai kommt Rationen für 1 Dutzend von denen in Empfang nehmen, weil die in Quarantäne sind. Prop hat große Angst vor einer Infektion und stellt die Rationen auf einem Stuhl am Eingang zu unserem Heim ab. Dort nimmt sie die Abgesandte in Empfang und Prop desinfiziert den Stuhl anschließend, um ganz sicher zu gehen. Wir warten sehnsüchtig auf bessere Zeiten und hoffen, dass die bald kommen. Für euch, für unsere Schützlinge und auch für uns.
Eure Corona-Gang.